Bisher ist nur ein Planet im Universum bekannt, auf dem sich höhere Lebensformen entwickelt haben. Und eine Spezies auf der Erde hat sich weiterentwickelt als alle anderen. Sie lebt in komplexen Gesellschaften und hat sich ein ganzes Arsenal an Werkzeugen und Kultur geschaffen. Aber dafür braucht der Mensch Energie. Sehr viel Energie. Wir haben mal versucht, zusammenzurechnen in einer großen Arbeit, was der Mensch so an Energie schon verwendet hat. Dann haben wir in den letzten 70 Jahren, dort wo wir vorschlagsweise sagen, das ist das Anthropozän, 1,5 Mal so viel verbraucht wie in den ganzen 12.000 Jahren zuvor. Und das ist, also da sieht man mal, wie sich das mit der Energie auch beschleunigt hat. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat der Mensch das Ökosystem der Erde so massiv verändert, dass in der Wissenschaft vom Anthropozän gesprochen wird, dem Zeitalter des Menschen. Dessen Energieverbrauch kann der Paläontologe Reinhold Leinfelder sogar in den Sedimenten nachweisen, wie hier im Drachenberg in Berlin, ein Berg aus Trümmerschutt des Zweiten Weltkriegs. PVC findet man häufig, frühes Styropor, auch die Plastiktüten, mit denen man den Schutt hier von 1950 bis 1972 hochgetragen hat. Relikte, die einst mit viel Energie produziert wurden. Der Mensch verbraucht heute pro Jahr fast 170 Billionen Kilowattstunden Energie. Und die Menschheit wächst. Von jetzt knapp 8 Milliarden auf etwa 10 Milliarden bis 2050. Auf seiner Jagd nach Energie beutet der Mensch den Planeten aus. Alle Lebensräume droht er auf lange Sicht zu zerstören. Besonders fatal: alles hängt untrennbar mit allem zusammen. Besonders deutlich wird das bei der Ernährung des Menschen. Der Mensch ist ja eigentlich ein Allesfresser, der ist nicht unbedingt ein Raubtier. Volker Moosbrugger ist Experte für Biodiversität und Klimawandel. Wir treffen ihn im Senckenberg-Museum in Frankfurt. Er sagt, die Menschheit kann nicht weitermachen wie bisher. Wir leben von der Natur, aber wir brauchen jährlich mehr von der Natur, als jährlich wieder nachwächst. Insofern, wir essen oder verbrauchen unser Kapital, von dem wir leben. Es ist absurd. Die heutige Ernährung des Menschen ist in Wirklichkeit eine Energievernichtung. Er steckt wesentlich mehr Kalorien in die Produktion seiner Nahrungsmittel, als er am Ende herausbekommt. Bei Fleisch aus industrieller Massentierhaltung ist der Verlust am größten, bis zu 90%. Weideland und Futtermittelanbau verzehren fast 80% der landwirtschaftlichen Flächen weltweit. Gravierende Eingriffe in ein fragiles System. Wenn dieser Apfel unsere Erde wäre, 12.000 bis 13.000 Kilometer Durchmesser, dann müssen Sie sich mal ausrechnen, so wenige Dezimeter, ein Meter, der praktisch nur dieses dünne Häutchen ist. Das sind die Böden, aus denen wir praktisch 8 Milliarden Menschen heute die Energie ziehen, von der wir leben. Der Hunger der Menschheit scheint unstillbar. Billige Produktion, Monokulturen, Massenertrag. Das laugt die Böden immer stärker aus. Die Grundwasserreserven sinken weltweit. Wie im spanischen Almeria, wo Europas Gemüse wächst. Und da brauchen wir natürlich ganz viel Wasser. Wir brauchen Dünger und da werfen wir, damit es schnell geht und hochproduktiv ist, also billig, da werfen wir so viel drauf an Phosphaten, die endlich sind, und an Stickstoff, dass die Hälfte davon quasi in die Gewässer abläuft und die dann überdüngt und letztendlich dann auch die Meere. Und nicht nur das. Rund ein Drittel dessen, was an Nahrung produziert und um den Globus transportiert wird, wirft der Mensch weg. Große Energiefresser sind auf der einen Seite sicher die Nahrungsmittelproduktion, dann haben wir natürlich die ganze Fabrikproduktion und dann haben wir den ganzen Sektor Mobilität. Wir haben uns bisher fast nur darauf beschränkt, die großen Energiefresser in den Fabriken letztlich zu reduzieren. Hier wird es darauf ankommen, dass man künftig wirklich sehr viel stärker auch die Mobilität in den Blick nimmt und nicht nur die großen Fabriken. Der Verkehr weltweit verursacht mehr als 8 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. Das macht fast ein Viertel aller globalen CO2-Emissionen aus. Und dazu kommen noch weitere Treibhausgase.
Aber selbst wenn der Mensch sich nicht bewegt, verbraucht er Energie. Man muss auf der anderen Seite sehen, dass natürlich der Energieverbrauch durch die ganze IT-Technologie enorm gewachsen ist. Bisher macht das Internet gerade mal 1% des globalen Bedarfs an Elektrizität aus. Doch schon jetzt hätte das Netz, wäre es ein Land, einen der größten Stromverbräuche der Welt. Rund 4,5 Milliarden Menschen sind weltweit online. Und schon mit 20 Suchanfragen allein würde eine Energiesparlampe 1 Stunde lang leuchten. Wahre Stromfresser sind die Klimaanlagen der großen Server, die für das Internet ständig an sind. Auch in Frankfurt mit dem größten Internetknoten der Welt. Wir gehen schon davon aus, dass das in den nächsten 10 Jahren auf 13–14% ansteigen wird. Also das sind enorme Wachstumsgrößenordnungen, die vor uns stehen, eben mit dieser ganzen Digitalisierung. Allein die Einrichtung von 5G und nachher 6G, das sind enorme Energiefresser. Basis für datenintensive Technologien wie Smart Home und autonomes Fahren. Die digitale Revolution hat gerade erst begonnen. Jeder einzelne Mensch könnte in seinem Alltag etwas ändern, um der Erde ein bisschen weniger zu schaden. Doch ändern müsste sich vor allem im Großen etwas, das System des Wirtschaftens. Bislang wird halt in einem Mobilfon ist Lithium und alle diese Dinge drin. Was da recycelt wird, ist das bisschen Gold, was drin ist hier. Also wir müssten das halt, das muss es uns wert sein, dass wir diese Dinge einmal gewonnen wirklich im Kreislauf behalten. Was wir brauchen, ist eine echte Kreislaufwirtschaft, sagt Reinhold Leinfelder. Wir sollten lernen von der Biosphäre. Sonnenenergie speist das Leben. Was nicht mehr gebraucht wird, wird zersetzt und daraus wieder Neues erschaffen. Nichts geht verloren. In einem System, in dem der Wert, der fast alles bestimmt, Geld ist, müsste der Mensch in seine Bilanzen einbeziehen, wie sehr er der Erde schadet. Allein in Deutschland erzeugt etwa die Landwirtschaft 21 Milliarden Euro Erträge pro Jahr. Demgegenüber stehen 90 Milliarden Euro Kosten, wenn man alle Umweltschäden mit einrechnet. Ein extremes Verlustgeschäft eigentlich. Wir nennen das, die werden externalisiert. Kein Mensch zahlt dafür, sondern die Gesellschaft hat dann plötzlich das Problem mit Kohlendioxid, mit Nitrat im Grundwasser, mit Phosphat in den Ökosystemen, nicht? Und die Gesellschaft muss das eigentlich dann tragen. Das ist tatsächlich eigentlich das große Problem, wo wir uns verändern müssen. Eine umfassende Veränderung ist unerlässlich, damit der Planet eine Zukunft hat. Dem intelligentesten aller Lebewesen auf der Erde sollte das eigentlich möglich sein. Kommen wir jetzt zu meinem heutigen Alleswissen-Rätsel. Unsere Erde ist endlich und hat nur eine bestimmte biologische Kapazität an Ressourcen, die sie uns nachhaltig zur Verfügung stellen kann. Wenn wir jetzt mal rein rechnerisch unseren tatsächlichen Verbrauch dem gegenüberstellen, was die Erde überhaupt an natürlichen Ressourcen besitzt, dann stellen wir fest, aktuell verbrauchen alle Erdenbürger und Erdenbürgerinnen zusammen im Jahr die Ressourcen von 1,7 Erden. Nun kann auch für einzelne Länder der Ressourcenverbrauch berechnet werden und es stellt sich heraus, manche verbrauchen in einem Jahr viel mehr, als die Erde bietet, andere viel weniger. Und deshalb möchte ich von Ihnen wissen, wie viele Erden bräuchten wir, wenn die ganze Weltbevölkerung so leben würde wie wir hier in Deutschland? Ist das Antwort A, wenn alle Menschen so sparsam und nachhaltig leben würden wie wir in Deutschland, dann würden wir die Ressourcen einer halben Erde verbrauchen? Oder ist es Antwort B, wenn alle so viele Ressourcen nutzen würden wie wir, dann bräuchten wir genau eine Erde, ein optimales Gleichgewicht? Vielleicht ist es aber Antwort C, wenn alle Menschen so viel wie wir in Deutschland deutlich zu viel verbrauchen, dann würden wir 3 Erden benötigen. Oder ist es am Ende D? Wir schlagen so sehr über die Stränge, dass wir 5 Erden bräuchten, wenn jeder so leben würde wie wir.